So, moin von Tag 3. Ich habe gestern gar nichts mehr gefilmt. Ich war so fertig, bin 40 Kilometer gelaufen, zum Schluss noch ordentlich bergauf und dann habe ich einfach das Zelt aufgebaut an der ersten flachen Stelle, die ich gefunden habe. Ja, und habe da gepennt. Jetzt bin ich gerade mal hier so einen kleinen Trampelpfad hochgelaufen, weil ich dachte, da wäre vielleicht irgendwas Interessantes. Steht da hinten ein Schwein. Ja, das ist mein Lifestyle. Gerade hat es noch gefuttert. Oh, da ist sogar ein Ferkel. Oh, ganz viele Ferkel, die liegen alle aufeinander. Ja, da gehe ich besser nicht näher ran. Das finden die wahrscheinlich nicht so toll. Auch wenn das natürlich ein Hausschwein ist. Aber ist ja echt cute. Witzig. So, heute, jetzt gehe ich mal wieder hier runter. Hoffentlich rutsche ich nicht aus. Es ist nämlich tierisch nass. Und auch schon wieder sehr schwül. Heute soll sogar noch die Sonne wieder rauskommen. Weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde. Wird sich zeigen. Aber jetzt gehe ich erstmal nach Elizondo. In der Zwischenzeit soll eigentlich noch eine Picknickbank mit einem Waterpoint kommen. Da wollte ich noch mal kurz stoppen und ein bisschen was trinken. Ja, gestern kamen noch ein paar andere Hiker an meinem Platz an, als ich schon im Zelt lag. Bin ich dann gar nicht mehr rausgegangen, aber heute Morgen habe ich die kurz gesehen. Ich denke mal, die werde ich nachher nochmal wieder treffen. Jo, boah, aber gestern war echt heftig. Aber ich hätte früher schon zelten können. Aber das wäre dann auch wirklich früher gewesen. Und ich wollte halt nicht um 16 Uhr oder sowas schon stoppen. Ja, heute denke ich aber mal, werde ich kilometermäßig ein bisschen weniger gehen. Denn es geht auf deutlich über 1000 Meter hoch heute, aber auch nochmal auf, glaube ich, 200 runter. Das heißt, 1000 Meter Anstieg sind heute wieder angesagt. Ja, mal gucken, wie das läuft. Nice. Boah, Wasser ist so gut. Das ist die schnellst wirkende Droge, würde ich mal sagen. Wenn man Durst hat, Wasser rein und schon geht's wieder. Auf jeden Fall sehr entspannt, dass es hier in Baskenland überall diese Wasserhähne gibt. Das ist einfach viel besser als aus dem Fluss was zu nehmen, weil das Wasser, auch wenn da steht, es ist unbehandelt, es ist halt komplett klar. Da sind keine Sedimente drin, kein Zeug, was irgendwie im Bach rumschwimmen würde, so irgendwelches Moos oder was halt irgendwie den Filter verstopfen würde. Und das ist schon sehr angenehm. So, ich teste jetzt mal die Zeitangaben von den Wegweisern und aus meinem Führer. Dort steht, es sind 1:10 und in meinem Führer steht 1:05 bis Elizondo. Es ist jetzt 8:40 Uhr und da werde ich jetzt mal gucken, wie lange ich brauche. Und dann kann ich das ganz gut abschätzen, wenn ich da sowas lese. Das ist vielleicht nicht schlecht zu wissen. Wobei ich gestern Abend auf jeden Fall für die letzten Teil länger gebraucht habe, als in dem Reiseführer stand. Allerdings war ich da auch einfach schon ziemlich erschöpft natürlich. Und ja, ich denke, das ist dann auch normal. Aber jetzt ist ja noch am Anfang des Tages. Auch wenn meine Füße wehtun, es bleibt nicht aus, wenn die nass werden und man halt viel läuft, dann bilden sich da Druckstellen. Bisschen ungünstig, aber ja, kann man nichts machen. Ich hoffe, dass ich, wenn ich im Hochgebirge bin, dass ich dann gutes Wetter haben werde. Also dieses Wetter hier ist halt das Standardwetter im Baskenland. Hat mir gestern auch nochmal eine Französin bestätigt. Also es gibt ja auch einen französischen Teil des Baskenlandes. Und ja, die sagte auch, sie wäre total überrascht gewesen, dass sie am Vortag den klaren Himmel gesehen hätte, als die hat am selben Tag gestartet wie ich. Und da war es ja wirklich absolutes Südfrankreich-Wetter.
Und ja, war sie überrascht und normalerweise ist es halt so. Und boah, ich meine, das ist auch vollkommen in Ordnung. Meine Klamotten sind zwar komplett nass, das ist natürlich nicht so schön, aber gut, das geht halt nicht anders. Selbst wenn ich jetzt Regenzeug anhaben würde, wären sie trotzdem komplett nass, weil man einfach sich zu Tode schwitzen würde. Ich hatte eben mal kurz meine Regenjacke an, weil es doch ein bisschen kalt war, als ich gestartet bin. Aber die ist aus einem richtig guten, atmungsaktiven Material und trotzdem habe ich geschwitzt wie blöd. Also bringt alles nichts. Nass wird man so oder so. Ich bin ja überhaupt kein Frühaufsteher normalerweise. Also jetzt würde ich eigentlich noch 2 Stunden schlafen, wenn es gut läuft und wenn ich kann. Aber auf Wanderungen stehe ich immer früh auf, von alleine. Und ich meine, diese Morgenstimmung, es ist halt schon auch ziemlich geil. Sieht schon toll aus, wie das da im Tal noch so voller Wolken ist. Ja, irgendwo da unten ist wahrscheinlich Elizondo, wo ich jetzt hinlaufe. Keine Ahnung, ob es da regnet oder ob die einfach nur in den Wolken stehen. So, ich bin jetzt in Elizondo. Es ist 9:30 Uhr. Also etwas weniger als die angegebene Zeit gebraucht. Allerdings weiß ich auch jetzt nicht, wo genau hier der Übergangspunkt sozusagen ist, also bis wo sie das gerechnet haben. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ist das also relativ akkurat eingeschätzt. Jo, das ist schon abenteuerlich hier gerade. Boah Leute, es ist wieder tierisch anstrengend. Ich bin echt nicht für dieses Klima gemacht. Warm und feucht. Ich hoffe... Scheiße. Jetzt mein Fuß nass. Ich hoffe, dass dass wenn ich da in die hohen Berge reinkomme, dass es dann auf warm und trocken oder auf kalt und feucht sich wechselt. Weil das hier, boah, ich glaube in Thailand würde ich einfach sofort sterben. Ich habe gerade leider festgestellt, keine Ahnung, ob das man sehen kann, dass mein Rucksackgurt abreißt. Richtig scheiße. Mal gucken, ob das... Also es ist bisher nur der Oberstoff. Der Gurt selber, also das Polster hängt noch drin. Mal hoffen, dass das hält. Und wenn nicht, dann muss ich mir einen neuen Rucksack besorgen. Das wäre natürlich mega uncool. Aber mal sehen.
Durchflussrate von diesem Filter ist so nice. Also das habe ich damals von Sawyer anders in Erinnerung. Ich hatte eigentlich einen Sawyer bestellt. Der ist aber nicht rechtzeitig angekommen. Habe ich noch den hier bestellt. Der ist gerade noch rechtzeitig angekommen. Also bisher gefällt der mir. Angeblich soll der ziemlich schnell verstopfen und dann schwer zu reinigen sein, aber wir werden mal sehen. Ein paar fette Blasen sind schon vorhanden. Aber damit war zu rechnen bei dem Wetter und nassen Füßen und so. Kannst du nichts machen. Finalmente dolce come si ingorda, ciao uccido. We stop at here to have lunch now. 5 hours from the Mizono. It was the perfect place to do the tent and there is water. It is the last water place before Urtiaga. We found some people and said that there is a perfect open house in Urtiaga. When we got there the main way, it is in the right. 200 meters away maximum. Probably we're going to sleep there, but maybe before arriving. Tja, hier gibt es gerade nicht so viel zu sehen. Aber irgendwie auch cool. Ja, habe gerade eine längere Pause gemacht mit ein paar anderen Hikern noch zusammen. Die sind gerade hinter mir. Oh. Also eine Pause tut schon gut. Das wird mein neues Konzept. Einfach nicht so weit laufen wie gestern und stattdessen auch mal eine Pause machen. Krasse Erneuerung. Da ist bestimmt noch niemand drauf gekommen. So, Endspurt für Tag 3. Ich habe mich jetzt noch eine Weile sehr nett unterhalten mit den 3 anderen. Ein Paar aus Spanien und eine Australierin. Sehr gute Gespräche. So Trail-Gespräche sind schon immer schön. Also das habe ich eigentlich seit dem PCT nicht mehr so wirklich erlebt. Und ja, einfach diese Begeisterung zu teilen. Ja, und jetzt wandern wir hier nochmal alleine. Die anderen sind bei so einer Hütte geblieben unten. Da hat es aber übelst nach Kippen drin gestunken. Und die Australierin wollte dann davor zelten, aber das war irgendwie jetzt auch nicht so ein doller Spot. Also sie zeltet da jetzt. Aber ich wollte eigentlich noch weiter. Und ja, jetzt laufe ich hier durch den Wald. Total nebelig. Es war heute zwischendurch echt schwierig, die Markierung zu finden. Wir haben uns ein paar Mal so ganz kurz verlaufen. Ja, aber jetzt bin ich hier auf der Straße und ich hoffe, ich bin noch richtig. Ja, da war gerade noch eine Markierung. Ja, es sollen wohl demnächst ein paar okaye Campspots kommen. Mal gespannt, ob die wirklich gut sind oder ob die genauso scheiße sind wie der letzte. Der war ja als Excellent Campspot angezeigt, war aber definitiv nicht exzellent. Naja, wir werden sehen. Aber Mann, ey, ich freue mich so aufs Hochgebirge. Endlich freie Sicht. Ich bin ja wirklich kein Fan von Wald, also ist mal ganz nett, aber so durchgehen, nö, ich brauche Berge. So, ich bin jetzt doch noch weitergegangen. Die Campsites waren irgendwie beide nicht so toll. Ich glaube, das sind die hier einfach nicht im Baskenland. Das ist einfach alles scheiße zum Zelten. Außer in der ersten Nacht, aber das war ja auch extra dafür gedacht. Aber sonst sind das einfach nur so schiefe Stück Wiese, maximal. Ja, und jetzt bin ich hier noch weitergegangen. Es soll angeblich nachher noch mehrere weitere mögliche Campsites kommen an diesem Bach hier, wenn der rausführt aus dem Wald.
ja, man wird sehen. Also ist dann doch wieder ein echt langer Tag geworden, aber zumindest ist es jetzt keine Steigung mehr. Und irgendwo bis vor der nächsten Steigung werde ich wohl einen Spot finden, wo ich aufbauen kann. Aber es ist wirklich schwierig. Also es sieht halt die meiste Zeit irgendwie so aus oder ist total voller Farn. Mann, ich freue mich auf die Berge. So, ich habe jetzt endlich ein gutes Plätzchen gefunden. Ist jetzt schon echt spät. Aber ich habe dann, als ich hier angekommen bin, auch gründlich gesucht, wo es am besten ist. Es ist nämlich hier alles voller Kuhscheiße. Und da läuft man schon zwangsläufig den ganzen Tag durch. Aber vielleicht möchte man nicht unbedingt drin zelten. Aber da unten habe ich jetzt mein Zelt aufgebaut. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Platz. Ich werde mich jetzt noch gemütlich da reinlegen, was zu Abend essen und dann wie immer relativ früh schlafen gehen. Also wahrscheinlich direkt nach dem Abendessen. Ja, war wieder ein ereignisreicher Tag. Auch durchaus anstrengend, aber nicht so hart wie gestern, auch wenn ich ziemliche Blasen habe. Aber vielleicht ist das Training schon im Gange. Also heute war definitiv mehr Steigung als gestern. Wir sind jetzt hier auf über 1000 Meter. Auf jeden Fall gewesen bei 1200. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch sind. Ne, ich glaube, jetzt sind wir wieder bei 900. Weil ich gerade auch wieder ziemlich viel runtergegangen bin. Was übrigens viel anstrengender war als das Hochgehen. Weil es mega der enge Weg war. Jetzt versuche ich hier gerade noch ein bisschen meine Schuhe sauber zu machen. Die sind auch tierisch verschlammt. Ich bin nämlich eben noch schön hingefallen und in so ein Schlammloch gelandet. Tja, das gehört wohl alles dazu, aber hätte man drauf verzichten können. Hier sind überall Knochen von Kühen, das ist ein bisschen komisch. Hier muss mal eine verendet worden sein. Und dann ist sie hier überall, hier die ganzen weißen Dinger, das sind alles Knochen von einer Kuh. Muss sie hier dann überall verteilt worden sein, wahrscheinlich von den Geiern oder irgendwelchen Raubtieren. Ja, sieht auf jeden Fall ganz spektakulär aus. So, und jetzt ab ins Zelt.